Herzlich willkommen, liebe Pico-Freunde. Heute ein weiterer Teil von Pico kurz und kompakt, fröhlich erklärt. Hintergrund habe ich Ihnen ja schon ein bisschen erzählt. Wir möchten einfach auf Ihre Wünsche eingehen, damit wir noch ein bisschen mehr Informationen zu Fahrzeugen liefern, die vielleicht nicht in den Katalogen oder Printmedien drinstehen, die wir auch nicht in dem Neuheitenvideo schon gezeigt haben. Wir haben ja schon einige Fahrzeuge vorgestellt im letzten Teil. Jetzt in diesem Teil kommen weitere. Ich möchte auch weiterhin mit Ihnen einfach den Katalog ein bisschen durchblättern. Und ja, starten wir einfach mal und gucken, was wir jetzt heute Ihnen einfach so präsentieren können. Dann freue ich mich schon auf der nächsten Seite. Richtig tolle Sammlung, die wir da zusammengestellt haben. Die 18 SBB Cargo International, eine Lokomotive, die sowohl für die Schweizer Fans als auch für die deutschen Fans interessant ist. SBB Cargo International ist ja auch in Deutschland aktiv. Dementsprechend können Sie die Lokomotive auch getrost in Deutschland einsetzen, wenn Sie ein entsprechendes Anlagenthema haben. Ähnlich ist es bei der 247 Sersa. Das ist ein Vectron Diesel-Typ. Wenn Sie nach Basel kommen, im Vorfeld wird irgendwas repariert an der Strecke oder sonst wo, Sie können ja wirklich fast darauf wetten, dass irgendwo eine Sersa-Lokomotive steht. So habe ich die auch jetzt schon mehrfach im Vorbild gesehen, wenn ich in die Schweiz gefahren bin. Und gerade mit dieser ganz großen Bedruckung auf der Seite macht die Lokomotive wirklich was her. Das zählt übrigens auch ohne Werbelackierung, für unsere V200.001 der Deutschen Reichsbahn. Ja, mit der Glasfaserkanzel auch ein herausragendes Modell. Glasfaser war ja sehr populär zu einer bestimmten Zeit und ich sage jetzt bewusst im Osten, denn es betrifft nicht nur die DDR, sondern auch in Tschechien wurde zum Beispiel damit rumexperimentiert. Man wollte einfach dem Lokführer ein bisschen das Sonnenblenden nehmen und hat dann entsprechend die Kanzel so gestaltet, dass es hier keine Brechung des Lichts gibt und dass der Lokführer wirklich freie Sicht auf die Strecke hat. Eigentlich eine ganz tolle Idee und die Betonung liegt hier auf eigentlich, denn man hat schnell gemerkt, dass es sehr kostenintensiv ist und ist dann wieder zur ursprünglichen Bauform zurückgekommen. Allerdings Glasfaserkanzel in Kombination mit dieser Leipziger Messelackierung, das ist wirklich schon ein großes Highlight und das macht auch das Modell wirklich zu was ganz Besonderem. Und die Lokomotive war ja auch so durchaus noch eine ganze Zeit lang unterwegs beim Vorbild. Ansonsten, was haben wir hier noch alles? Die 228 in Sparlack, auch hier. Bei der Deutschen Reichsbahn hat man irgendwann gemerkt, man muss doch ein bisschen sparen und hat dann gedacht, bei der Lackierung, man verzichtet auf Zierstreifen, spart hier einfach Farbe ein und egal, ob man es gewöhnt ist oder nicht gewöhnt ist, es ist einfach was Besonderes und mir gefällt diese Sparlackierung sehr, sehr gut. Und auch hier, wenn Sie eine Sammlung haben an 118er oder 228er, da ist es natürlich schön, wenn Sie die einmal mit Zierlinie haben, einmal ohne Zierlinie, weil Sie diese Bautypen auch wirklich wie beim Vorbild mehrfach ins BW stellen können, aber halt optisch immer mit kleinen Unterschieden. Dann kommen wir zur 221, auch eine Lieblingslok von mir. Besonders in dieser beige-blauen Lackierung. Ich weiß, der eine oder andere sagt, das passt ja gar nicht zu der Lokomotive, weil die Zierlinien vorn auf einmal fehlen. Ich finde, es passt geradezu perfekt zu der Lokomotive und es ist auch für mich so eine Universallokomotive. Sie können die einsetzen vor schweren Erzzügen, Sie können die einsetzen vor Personenzügen, vor Schnellzügen und für mich der Inbegriff der Epoche 4 der Deutschen Bundesbahn und hier auch geradezu perfekt passend ins Thema Ruhrgebiet oder Norddeutschland bis hin, die Lokomotive war ja auch so im Schwarzwald oder auch im schönen Allgäu unterwegs und hier haben sie auch wirklich die volle Bandbreite, für was sie die einsetzen wollen. Und dann kommen wir auch schon zu ein paar ausländischen Modellen, die Reihe 500, 600 der niederländischen Staatsbahn. Da durfte ich ja bei VSM letztes Jahr sein, ein wirklich ganz tolles Museum mit tollem Museumsbetrieb in Beckbergen bei Apeldoorn. Und wenn Sie die Lokomotive mit dem Spitznamen Hippel einmal auf der Strecke gesehen haben oder in einem Museum gesehen haben, Sie verlieben sich wirklich sofort. Das ist eine kleine, schnuckelige Lokomotive und da ein paar Güterwagen dazu und durch eine wirklich sehr schöne niederländische Landschaft mit ein paar weißen Zugbrücken. Das ist einfach perfekt und Sie können da wirklich eine super Zeitgeschichte damit darstellen. Und damit komme ich auch schon zu unserer Metropolitan in der ICE-Lackierung. Hier auch 2, 3 Informationen für Sie, dürfte sicherlich interessant sein. Sie wissen, diese Triebzüge, eigentlich 2 Stück, wurden auch als Triebzüge im Grunde genommen behandelt, obwohl es einfach lokbespannte Zuggarnituren waren. Deswegen bleibe ich jetzt ein bisschen auch bei dieser Terminologie Triebzug. Bei diesen Fahrzeugen waren auch 2 Lokomotiven vorgesehen, einmal die 101 130 und die 101 131 für die jeweilige Garnitur 39 und 931. Zum Ende hin wurde hier wirklich sehr wild gemischt und manchmal kam auch eine ganz andere 101 davon dran, einfach wie man sie nutzen konnte oder wie die Schadanfälligkeit der Vorbildlokomotiven war. Und wir haben uns hier aber eine Besonderheit überlegt, wir haben wirklich
bei dem Zug 931 die 130 vorn dran gespannt. Und für alle, die sagen, da stimmt doch was nicht, wir haben es wirklich genau recherchiert, das passt hervorragend. Und durch diese Durchmischung der Fahrzeuge, wir haben ganz tolle Vorbildaufnahmen, wo das wirklich in dieser Garnitur so unterwegs war, sodass wir hier auch wieder eine kleine Besonderheit für Sie nachgebildet haben und trotzdem authentisch das Vorbild bei Ihnen auf die Anlage bringen können. Bei den Personenwagen haben wir auch wieder geschaut, dass wir komplette Garnituren für Sie zur Verfügung stellen können. Hier fallen mir sofort die Halberstädter Mitteleinstiegswagen in Verkehrsrot ins Auge. Ja, tolle Fahrzeuge, auch formneu bei uns hergestellt in maßstäblichem Längenmaßstab, tolle Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung natürlich nachrüstbar und hier mit dem Steuerwagen schön eine dreiteilige oder auch eine vierteilige Garnitur nachbildbar mit entsprechenden Lokomotiven, die Sie bei uns im Programm finden, egal ob das dann jetzt eine 219, 229 oder auch eine 243, 143 ist. Also auch hier wieder alles möglich. Und auf der anderen Seite fällt mir jetzt noch das Dreier-Set YL-Wagen mit Steuerwagen auf. Auch hier typischer Heckeneilzug. Und Heckeneilzug war für mich auch immer ein ganz spannendes Thema, als ich mich mit Zugbildung beschäftigt habe. Gerade mit V100 zum Beispiel wurden Lokomotiven und Wagen kombiniert, wurden dann als beschleunigten Eilzugverkehr auf sehr, sehr langen Strecken, also teilweise Freiburg-München oder hier mit den YL-Wagen auch perfekt über Limburg in dem Gebiet Zuggarnitur nachbilden bis Frankfurt. Und das sind schöne Wendezüge, wo Sie wirklich auf relativ kurzem, ja, was soll man sagen, kurzer Maße wirklich authentische Fahrzeuge nachbilden können, Zuggarnituren nachbilden können. Und das macht auch einfach Spaß, dass Sie sagen können, oh, das ist ein Zug wie beim Original mit Fahrzeugen von Pico, da passt alles zusammen, da sind die Farben aufeinander abgestimmt und dementsprechend haben Sie natürlich auch eine sehr hohe Qualität hier zur Verfügung. Auf der nächsten Seite sind dann schon gleich die Wagen der Maas-Wupper-Expresslinie aufgeführt. Hier auch mit unserer Lokomotive der 101 Train Charter eine authentische Zugbildung möglich. Und auch wenn Sie nach Wuppertal kommen, wenn Sie nach Hagen kommen und so weiter, Sie sehen überall diese Fahrzeuge stehen oder auch in Kombination mit der 101 dann im Einsatz. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Garnitur, weil die 101 als Schnellzuglokomotive, ja, da wartet man lang in der City dahinter und dann kommen die auf einmal mit einem mehr oder weniger Nahverkehrsexpress. Und das ist einfach eine tolle Geschichte. Auch hier wieder mit wenigen Wagen authentische Zugbildung möglich. Und Sie bekommen natürlich auch hier wieder alles von Pico aus erster Hand. Bei den Güterwagen haben wir auch natürlich verschiedenste Fahrzeuge im Programm. Sehr, sehr schön wirken zum Beispiel für mich die EAUs mit Graffiti. Diese haben auch noch zusätzlich mit Ladegut versehen, Kohleladung. Wir möchten ja auch ein bisschen darstellen, für was sind diese Wagen zum Beispiel im Einsatz. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten bei Pico und wir haben uns entschieden, diese Wagen mit Kohleladung nachzubilden. Finde ich auch ganz toll passend mit dem Graffiti. Und da sind auch wirklich Ganzzüge möglich. Einmal natürlich einsetzbar rein mit diesen Fahrzeugen mit Graffiti, aber Sie können die auch gerne durchmischen mit Fahrzeugen ohne Graffiti. Auch das ist beim Vorbild immer noch möglich. Oder wenn Sie eine frühere Epoche nachbilden, wie jetzt hier zum Beispiel mit unseren Teleskophaubenwagen der DB AG. Auch hier sind Ganzzüge oder eingesetzten gemischten Güterzügen in allen möglichen Varianten durchaus drin. Liebe Pico-Freunde, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zusammen wieder ein bisschen durch den Katalog zu blättern. Ich hoffe, Sie haben neue Informationen erhalten. Wenn Sie darüber hinaus noch was wissen möchten, schreiben Sie es unten in die Kommentare rein, abonnieren Sie unseren Kanal und wir freuen uns wirklich über jedes Feedback. Ansonsten wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß mit unseren Modellen und mit dem wirklich tollen Hobby Modelleisenbahn. Für mich persönlich auch immer noch eines der schönsten Hobbys dieser Welt. Und Sie wissen, ich bin bekennender Modelleisenbahner und dementsprechend liebe ich auch die Fahrzeuge und ich freue mich einfach, wenn man ein Vorbild entsprechend umsetzen kann und auch auf die Anlage setzen kann. Und da wünsche ich Ihnen genauso viel Spaß dabei. Nutzen Sie die Zeit und bis bald. Liebe Grüße. Tschüss.